Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Auf F9 erreicht heute der Elevator bereits schon die Halbzeit. 5 Tage sind vergangen, 5 Tage stehen noch bevor und die ersten Gilden brechen jetzt schon wieder neue Rekorde, kann man so sagen. Und ich bin gespannt, wie es zum Ende des Elevators aussehen wird. Viele spannende Server sind auf jeden Fall mit vertreten. Ja, Celtic, Horizon auch relativ nah zusammen, was auch ungewohnt ist, die letzten Male, wenn man sich die letzten Male so anschaut. Und ich habe für euch die aktuelle Liste parat, wer, wie, wo, mit wie viel Tokens gerade die Rangliste anführt. Und da haben wir einmal auf der Fusion 17 die Unfassbaren mit bereits jetzt schon 5,6 Millionen Elevator Tokens. Dazu muss man sagen, die haben natürlich noch einen Tag länger Zeit. Wir sind ja hier auf F9 immer noch mal einen Tag früher dran. Ne? Dafür sind wir tatsächlich dann sehr weit unten hier auf Platz 23. Ja, dafür, dass wir einen Tag früher schon dran sind. Dann haben wir Phoenix auf der 2 mit 5,4. Auch auf F17 und die Endgegner auf F8 momentan gerade mit 5,3. Das sind so die Top 3 Gilden. Danach kommt erstmal eine ganz lange Zeit nichts, bis dann wieder auf Fusion 17 Avalanche hier mit 4,8 Millionen kommt, gefolgt von Gods of Light. Ja, also das ist momentan die Liste. Was auch sehr, sehr interessant ist, muss ich wirklich mal so sagen, ist Oblivion auf F24. Der Server hat sich ja nun wirklich gerade ganz frisch gegründet. Und trotzdem ist diese Gilde hier in den Top 10 schon so weit oben vertreten. Also mal wirklich Respekt an der Stelle hier, das ist wirklich krass, wie jung der Server ist, also ne, und wie jung auch die Spieler da drauf sind und wie stark die vor allen Dingen jetzt schon sind. Ne? Crit Happens haben wir hier auf F24 auch, was ja vorher auf W50, die ja vorher auf W50 gespielt haben, ne, die ja hier auch auf F24 vertreten sind und Metropolis auch. Also F24 muss man ein besonderes Augenmerk drauflegen. Das sind sehr, sehr, sehr starke Spieler, auf jeden Fall. Horizon, wie gesagt, hier bei uns hier auf F9 mit 3,3, ne? Und wir wären sogar, schon fast, sag ich mal. Wir haben jetzt hier 3,4, ich weiß nicht, wann genau die Liste erstellt worden ist, ich denke mal irgendwann gestern Abend oder so, ne? Also wären wir sogar noch fast hier in die Top 25 weltweit mit Celtic sogar reingerutscht. Ne? Also ja, da waren jetzt wahrscheinlich nur ein paar Stunden dazwischen, würde ich mal so sagen. Ne? Wenn wir jetzt mal hier auf F24 gucken, wie es hier momentan gerade aussieht, Elevator technisch, ja, da sieht es ganz gut aus. Wir halten uns hier momentan gerade noch auf der 5 mit der Holzfällerhütte. Burning Legend ist aber relativ nah bei uns. Haben jetzt nur einen Abstand zwischen 100.000, mal gucken. Wir haben aber auch noch nicht großartig gespielt heute. Dann haben wir hier Dead Valley auf der 4, Metropolis auf der 3, Crit Happens 2 und Oblivion 1. Also wirklich, hier hat sich auf dem Server eine wirklich extrem starke Gilde gegründet. Und GG's auf jeden Fall an der Stelle. Da sind sehr viele starke Spieler mit dabei. Und wie gesagt, man muss das mal halt einfach so betrachten. Wir haben hier halt W50 mitunter drauf, die ja vorher wirklich auch schon dominiert haben in der Rangliste. Und jetzt haben wir halt hier so eine Fusionsgilde, wo halt auch sehr viele starke Spieler aus etwas älteren Servern sich zusammengefunden haben. Also noch älter als W50. Beziehungsweise, noch älter als W50 und dann halt eben, hier die Stärksten der Stärksten auf jeden Fall hier zusammengefunden haben. Nicht ohne Grund sind die weltweit jetzt gerade hier auf der 7 und das als so junge Gilde. Ne? Also wirklich Respekt an der Stelle, muss man wirklich mal so sagen. Und ich bin gespannt, wie die Rekorde am Ende des Tages aussehen werden. Es wird sicherlich wieder Gilden geben, die 10 Millionen Tokens knacken. Was mich persönlich wundert, ist, dass die Endgegner tatsächlich auf Platz 3 liegen momentan gerade.
Man muss dazu sagen, die Endgegner haben hinten raus auch die letzten Tage immer, also die haben eine sehr konstante Leistung. Ja? Wir haben ja zum Beispiel auch Mirror of Time, die ersten Tage, die letzten Elevators immer geführt hatte. So die ersten 1, 2, 3 Tage waren die auf der 1 gewesen, weil die Hardcore reingepilzt haben aber hinten raus nachher nicht mehr so viel Gas gegeben. Ja? Und die Endgegner haben immer konstant ihren Spielstil durchgezogen und haben es dadurch dann geschafft, dann früher oder später dann sich trotzdem noch die 1 zu holen. Also die sollte man auf jeden Fall nicht abschreiben. Aber momentan sieht es gerade so aus, als ob sie dieses Mal jetzt nicht auf der 1 landen. Aber wir werden sehen, ob die Unfassbaren auch ihren Abstand weiterhin ausbauen können oder ob sie jetzt hier auch erstmal so weit denen irgendwann die Puste ausgeht. So, ne? Werden wir sehen, aber die Unfassbaren ist natürlich auch eine sehr, sehr starke Gilde. Ne? Ja, ansonsten nochmal ein ganz kurzer Einblick hier auf EU18, wie es hier momentan gerade aussieht. Wir haben die ersten Spieler auch sehr stark. Lenny bald mit Stufe 240, jetzt schon heute am Montag. Also das sind schon sehr gute Level, die wir hier sehen. Spaghetti hier auch auf Platz 2. Platz 3 dann hier einen polnischen Spieler. Die Gilden-Ehrenhalle ist tatsächlich sehr bunt gemischt, muss man mal so sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, wir hatten ja anfangs reingeschaut gehabt, wie so die Serverstatistik aussieht. Und da haben wir ja gesehen, dass der Paladin wirklich sehr krass führend ist. Ja? Aber in den Top-Rängen sehen wir tatsächlich keinen Paladin. Also von den, ja, ich sag mal, von den absoluten Hardcore-Payern spielen den jetzt nicht ganz so viele. Vielleicht warten manche noch auf EU20 noch. Vielleicht haben sie so nach dem ersten Testen so gedacht, okay, es war ganz nice, die Klasse, aber ja, das war jetzt erstmal nur so ein Test. Und deswegen beruhigt sich das jetzt. Wir haben viele, also der Paladin führt, ja, und das mit großem Abstand auf dem Server hier von der Anmeldequote. Aber wie gesagt, in den Top-Rängen sehen wir davon momentan gerade nicht so viel. Das teilt sich tatsächlich dann eher so ein bisschen auf in der mittleren Range, würde ich mal so sagen, und in der etwas durchschnittlicheren Spielerklasse. Ne? Ich meine, hier sind natürlich auch viele, die auch bestimmt schon gut reingepayt haben. Und das Level sollte man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Das kommt jetzt auch nicht so einfach, ne, von ungefähr. Aber ja, dafür, dass man halt eben so eine hohe Anzahl an Prozent gesehen hatte, die hier an Paladin auf dem Server sind, hatte ich ehrlicherweise gedacht, dass die Top-Ehrenhalle hier anders aussieht. Ähnlich wie auf EU17. Und ich kann euch ja ganz kurz mal zeigen, wie es auf EU17 aussieht in den Top-Rängen. Ja, und das gefällt mir persönlich gar nicht. Also ich finde es nicht schön. Ja, es ist natürlich, muss natürlich jeder selbst wissen, aber so eine serverdominante Klasse, wo man halt wirklich fast nur gegen die eine Klasse spielt, bin ich wirklich nicht so der Fan von. Ja, aber so habe ich mir das ungefähr vorgestellt, dass es auch auf EU18 aussieht, aber tatsächlich ist es dann doch relativ gut gemischt, auf jeden Fall. Ne? Ja, das so erstmal zum kleinen Einblick, vielleicht ja, zur Rundumschau. Wir pushen jetzt nochmal ganz kurz auf mein Main, dass wir da nochmal den Elevator durchkriegen. Ich hatte jetzt, ja, wie gesagt, relativ spät angefangen mit den Schokomünzen hier, die Schokomünzen zu nehmen. Ich kann euch ja auch mal ganz kurz hier die Raids zeigen, wo wir gestern hingekommen sind. Also gestern haben wir bis zur 7 alles geschafft. Also das sieht ganz gut aus tatsächlich. Ja, alles gewonnen hier soweit. Also hier in den ersten Ebenen brauchen wir auch nicht weiter irgendjemanden. Und die 7 haben wir auch gut mitgenommen. Weiß nicht, vielleicht schaffen wir zum Ende vielleicht sogar die 8, aber ich glaube, das wird echt schwierig werden. Ja, da gehe ich auf jeden Fall schon mal rein in die 7, dass wir die auch hoffentlich einigermaßen gut hinkriegen. Ich kann euch ja mal kurz den Kampf hier vielleicht noch zeigen. Ja, das können wir ja kurz nochmal machen hier, wie das hier aussieht. Mal gucken. Ja, die Killerplauze hat hier gut aufgeräumt. Mal schauen, haben wir hier auch. Ja, den einen oder anderen haben wir auch aus dem Weg geräumt hier. Es sind fast nur Magier drin, ne? Okay, und bei Mordae hat schon gereicht. Seth kam nicht mal zum Zuge. Also das ist auf jeden Fall auch ganz gut. Würde ich aber trotzdem erstmal noch drin bleiben in der Ebene hier. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, weil wir sind halt größtenteils Magier gewesen in dem Raid. Und das kann immer gut und gerne schnell mal passieren, dass, ja, dass man
der mal weggekrittet wird. So, ne? Und ich glaube auch zu meinen, die Magier, die Top-Magier bei uns in der Gilde, die waren auch Glass Cannons gewesen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt mittlerweile geändert hatte. Da habe ich jetzt schon lange keinen Blick mehr drauf geworfen, muss ich mal so sagen. Aber ja, deswegen leiste ich da nochmal Unterstützung. Und zumal die 8 kriegen wir sowieso jetzt erstmal noch nicht. Wie gesagt, vielleicht zum Ende. Wir kriegen ja hier jeden Tag 10% auf die Schleckereien. 10%, 2% auf die Schleckereien. Und zum Ende haben wir da natürlich einen schönen Damage-Boni am Start. Ne? Und dann sollte vielleicht auch noch die ein oder andere Ebene dann noch mehr liegen. So, die letzten Schleckereien sind gekauft. Jetzt pilzen wir uns noch durch auf 501. Und dann war es das erstmal auch soweit gewesen für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Konntet einen kleinen Mehrwert vielleicht rausziehen aus den Top-Gilden momentan gerade. Ansonsten, wir beobachten das Ganze natürlich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.